Servus Freunde des Hausumbaus. Wir wollen uns heute mal wieder ein bisschen mit der Fußbodenheizung beschäftigen. Nicht mit den Sachen, die ihr unter dem letzten Fußbodenheizungsvideo kommentiert habt. Mit denen werde ich mich aber auch noch auseinandersetzen. Und zwar habt ihr ja gesagt, dass ich hier durch dieses U eben eine potenzielle Luftblase eingebaut habe. Damit habt ihr auf jeden Fall recht. Da werde ich nochmal eine Entlüftung dran machen. Will mich aber noch mal ein bisschen belesen, weil ich nicht genau weiß, wie das ist, weil ich hier theoretisch unendlich viele Luftblasen habe. Deswegen, ja, hier ist es theoretisch, aber hier habe ich das ja zigfach. Damit habe ich mich jetzt noch nicht weiter beschäftigt, aber heute wollen wir uns einfach mal mit dem Controller für die Fußbodenheizung beschäftigen. Eine Fußbodenheizung kann man über viele verschiedene Wege kontrollieren, unter anderem eben auch mit Homematic IP. Homematic IP ist ein System, was netzwerkbasiert ist, was man auch, wenn man unterwegs ist, noch zu Hause steuern kann. Ich habe das bei uns im Haus damals schon verbaut, das zeige ich euch jetzt gerade mal und wie ich das angeschlossen habe. Diesen Raum hier kennt ihr ja schon aus dem Intro-Video. Und zwar haben wir in diesem Raum hier keine Fußbodenheizung gemacht, weil wir hier eben diesen geilen alten Eichenfußboden erhalten wollten. Aber weil wir natürlich trotzdem eine Flächenheizung hier reinbringen wollten, haben wir uns für eine Wandheizung entschieden. Und die Wandheizung habe ich auf diese gesamte große Wand aufgebracht. Ursprünglich waren hier hinten nämlich auch zwei extrem hässliche, riesengroße Heizkörper. Und die wollten wir natürlich hier rauskriegen. Und jetzt könnt ihr in dem Video hier sehen, wie ich die auch einfach rausgeholt habe. Ich habe dann anschließend die Halterungen davon bündig mit dem Boden abgeschnitten mit dem Multicutter. Das hat ziemlich gut funktioniert. Da haben wir jetzt natürlich so Silikonflecken am Boden, aber dafür sind die Heizkörper weg und wir konnten die Couch wesentlich näher ans Fenster stellen. Das Material für die Wandheizung habe ich mir von der Firma in Holland zuschicken lassen. Das hat insgesamt knapp 2000 € gekostet, ohne die Rigipsfläche, die dann davor gekommen ist. Und es hat eben bestanden aus diesen Styroporplatten, in die diese Metallbleche eingearbeitet waren. Und ich habe erstmal damit begonnen, eben diese Styroporplatten hier auf die Wand zu kleben. Dieser Kleber wurde mitgeliefert. Man muss dann natürlich immer Styroporplatte, Holzlatte, einfach damit man am Ende was hat. Quasi eine UK, also Unterkonstruktion, für die Rigipsplatten, die dann da drauf gekommen sind. Und ich habe wirklich für einen Tag damit verbracht, diese Styroporplatten auf die ganze Wand zu kleben und die Latten aufzubringen. Dann habe ich das einen Tag aushärten lassen und dann konnte ich am nächsten Tag schon anfangen, meine Heizkreise da reinzumachen. Das habe ich eben alles auch von Hand natürlich gemacht. Hier ist ein Alu-Verbundrohr, im Gegensatz zu der Fußbodenheizung, die wir ja in dem Haus gemacht haben, haben wir die Alu-Verbundrohr genommen. Das ist auch wirklich diffusionsdicht, also da kommt keine Luft durch, wesentlich angenehmer. Und das habe ich dann hier reingelegt. Dabei habe ich mich wirklich zu Tode geschwitzt. Das war super anstrengend, weil man wirklich sehr dagegen arbeiten musste, gegen dieses Alu-Verbundrohr. Und ich hatte leider keine Rohrhaspel, deswegen war das ein bisschen ein Akt, das immer wieder auszutrollern, dass ich wieder ein gerades Rohr hatte. Ja, und als dann das ganze Rohr hier drin war, musste ich mir hier unten in der Ecke, das seht ihr jetzt leider gerade nicht, musste ich mir dann noch mit einem Heißdrahtschneider, hatte ich mir dann noch so die letzten Reste, weil irgendwie muss man das ja natürlich auch alles dann im Heizkreisverteiler bringen, deswegen habe ich mir das dann mit dem Heißdraht selbst ins Styropor reingeschnitten und dann konnte ich auch schon anfangen, hier meine Rigipsplatten aufzutragen. Die habe ich natürlich auch wieder mit Versatz aufgetragen, habe meine Steckdosen durchgezogen und konnte dann schon anfangen, alles zu spachteln. Da habe ich dann erstmal einfach, um erstmal alles zu verschließen, alle Fugen zugespachtelt und dann anschließend am Ende habe ich nochmal einmal komplett verspachtelt. Dazu habe ich eben diesen Feinspachtel von Krauthol benutzt, der ist ziemlich geil. Das ist eigentlich mein Lieblingsprodukt dafür, damit habe ich hier im ganzen Haus eigentlich alle Wände gespachtelt. Ist auch keine Tapete mehr drauf, also das ist wirklich einfach nur dieser Putz und dann da oben drauf unsere Farbe und wir sind sehr zufrieden damit. Also hier seht ihr den Heizkreisverteiler. Ne, eigentlich seht ihr nur ein dekadentes Bild von mir, was ich hier vor den Heizkreisverteiler gehängt habe, weil das hier unser Gym ist. Oder ein Teil unseres Gyms. Hier seht ihr jetzt eigentlich alles, was wir jetzt hier heute auch verbauen wollen in dem Video. Hier ist eine ältere Variante von dem Heizkreisverteiler, die wir eben hier laufen haben. Hier sind auch noch die Stellantriebe, die nur auf und zu machen können. Aber wir haben das Ganze eben auch smart, also ich kann das auch alles im Handy steuern. Das hier alles hat die Firma Intufloor angeschlossen, aber leider halt nicht alleine. Also eigentlich habe ich mit denen das meiste gemacht. Und es war leider der übelste Akt. Eigentlich wollte ich hier woanders mit den Rohren runterkommen und dann, also es war alles anders als besprochen und die hatten echt gar keine Ahnung, was sie überhaupt machen sollten. Und hätte ich nicht das Werkzeug gehabt, hätten die gleich wieder gehen können. Also die hatten auch eine lange Anreise. Naja, auf jeden Fall, genau weil das mit denen so ein Malheur war, habe ich mich halt entschieden, das alles selbst zu machen. Und hier seht ihr jetzt, wir haben hier noch eine Mischerpumpe, weil wir hier nämlich 70, 75 Grad heiße Vorlauftemperatur haben. Das wird dann mit dem Rücklauf zusammengemischt und geht dann in den Vorlauf und geht da in unsere Heizkreise. Hier haben wir übrigens das 14 mm Rohr genommen, anders als in dem anderen Haus jetzt, wo ich im Moment arbeite, da haben wir 16 mm Rohr. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, okay, warum gehen jetzt am Ende vom Heizkreisverteiler nochmal 2 Rohre weg? Also wie gesagt, wir haben hier noch die Vorlauftemperatur von 75 Grad, weil wir eben auch noch ein Geschoss mit Heizkörpern haben. Dieses Geschoss mit Heizkörpern werde ich bearbeiten, sobald ich mit dem anderen Haus fertig bin.
dann mache ich da oben auch eine Fußbodenheizung rein. Aber deswegen haben wir eben hier diese Mischerpumpe aktuell noch. Und diese Mischerpumpe bedient die Fußbodenheizung und die Wandheizung. Und weil ich diese Mischerpumpe nicht zweimal kaufen wollte, weil die irgendwie 400 € kostet, oder gekostet hat zu dem Zeitpunkt, habe ich dann einfach hier meinen Heizkreisverteiler quasi verlängert auf einen extra Heizkreisverteiler. Den seht ihr hier. Das heißt, die beiden Kupferrohre, die bei dem anderen Verteiler weggehen, kommen dann hier rein und gehen hier auf die Wandheizung im Wohnzimmer. Und das funktioniert extrem gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Also es war so ein bisschen Trial and Error. Aber es hat wirklich gut funktioniert. Und jetzt sagt ihr, okay, die Stellmotoren hier, die sind ja aber wirklich weit weg. Also wir haben hier, glaube ich, 12 Meter bis zu unserem Homatic IP Controller. Und das war auch was ich nicht wusste, ob ich wirklich einfach die beiden Kabel von dem Controller bis hierher ziehen kann oder ob das ein Problem geben wird. Aber siehe da, es funktioniert. Ihr könnt also diese Kabel guten Gewissens einfach 12 Meter verlängern und es ist in Ordnung. Ich habe da einen relativ dicken Querschnitt genommen, also ich habe da einfach so ein normales Lampenkabel genommen und habe die mit Vago-Klemmen verlängert. Das hat richtig gut funktioniert und darüber läuft jetzt die ganze Wandheizung. Wir haben auch tatsächlich immer noch Heizkörper im Haus und die werden auch bleiben. Also hier ist zum Beispiel ein gigantischer hier unten im Gym. Das war früher mal eine Waschküche und wir haben es jetzt halt zu dem Gym umgebaut. Und diesen Heizkörper, den werde ich halt lassen, weil auch wenn wir am Ende nur noch eine Vorlauftemperatur von 35 Grad haben, generell wird er ausreichen, um diesen Raum hier aufzuheizen, weil der ist generell völlig überdimensioniert und so kalt wird es hier drinnen sowieso nicht. Beim Training will man jetzt auch nicht 20 Grad haben, sondern da reichen auch 15 Grad. Kontrollieren tun wir das Ganze eben hier über den Homatic IP kleinen Controller. Da wird einfach nur so eine Platte auf die Wand geklebt, das habe ich auch mit roter Bond gemacht, glaube ich. Dann dieser Rahmen, da könnt ihr auch den ihr quasi für euer ganzes Haus nutzt, könnt ihr den nehmen, haben wir jetzt auch hier gemacht. Da ist ein Standardrahmen dabei, aber der ist halt meistens hässlich. Dann wird es einfach so drauf geklickt. Das Ganze läuft auch hier mit Batterien und hält ungefähr 2 Jahre. Also es läuft jetzt seit 2 Jahren und ich habe das jetzt gerade erst einmal getauscht. Ich würde euch sehr empfehlen, eben die hier zu nehmen. Die haben auch einen Luftfeuchtigkeitssensor. Also ihr könnt da auch einen Lufttrockner mit anschließen und so. Also es ist ein relativ großes und umfangreiches System mit dem Homatic IP und die wir jetzt in dem Haus verbauen. Das sind die standardmäßigen, also die hier zum Beispiel, wenn man hier auf den Knopf drückt, dann geht da auch ein Licht an. Das seht ihr jetzt natürlich nicht, aber da ist ein Licht angegangen. Und das haben die anderen zum Beispiel nicht, da muss man immer das Licht anmachen, um da drauf zu gucken. Und außerdem haben die hier diesen Drehregler und nicht dieses riesige Plus-Minus-Ding. Und die anderen, die wir in dem Haus verbauen, sind wesentlich größer. Also deswegen finde ich die einfach geiler. Und ihr seht, hier sind 21 Grad drin. Ich habe es nur auf 20 Grad gestellt, also die Sonne hat jetzt auch gerade sehr hier reingeballert, habt ihr ja gesehen. Und wir kommen auf jeden Fall auf unsere Temperatur. Und da das bei uns so gut funktioniert hat, habe ich mir jetzt gedacht, das Ganze machen wir jetzt hier natürlich auch. Dafür habe ich jetzt einmal hier den Access Point wieder von Homatic. Homatic IP, Homatic ist ja noch was anderes. Und dann haben wir hier diesen Fußbodenheizungscontroller. Der ist die neue Variante mit dem hydraulischen Abgleich automatisch inbegriffen. Dadurch könnt ihr euch diesen Schritt dann einfach sparen, das ist total geil. Und diesen Controller wollen wir hier hinpacken, aber wir haben noch gar keinen Strom. Deswegen muss ich, bevor ich den überhaupt anschließen kann, mir diese Dose hier hinsetzen. Und Strom habe ich ja genau hier, das heißt, ich werde mir jetzt erstmal mein Kabel hier rüberlegen, beziehungsweise hier oben irgendwo hin, damit ich hier meine beiden Steckdosen habe. Einmal für den Access Point und einmal für den Verteiler, also für den Controller. Bei sowas hier könnte ich mal durchdrehen. Jetzt musste ich meinen Stift hier so komisch anspitzen, damit er hier reinpasst in dieses Loch, weil ich sonst nicht anzeichnen könnte. Sowas hasse ich. Welcher Ingenieur hat sich das ausgedacht? Ist das nicht einfach dumm? Naja, ich mache das jetzt hier oben an die Wand. Irgendwo hier so hin, damit ich hier mit meinem Kabel direkt raus und hier runter gehen kann. Das, naja, nicht mit der Wasserwaage, habe ich gerade keinen Bock drauf. Augenmaß regelt das. Und das Ganze mache ich wieder mit meinen 6er Schlagdübeln fest, die ich aber nicht schlage, sondern auseinandernehme und reinmache. Ich hatte hier eigentlich gerade gesaugt, aber geht halt noch weiter, ne? Kommen hier die Schlagdübel zum Einsatz, hier diese. Ich sage natürlich nicht Schlag, ne? Ich sage Schlag. Ist ja wohl klar. Das haben wir schon mal fixiert, jetzt müssen wir nur noch von hier rüber. Da habe ich mir jetzt schon ein Stück Kabel zugeschnitten. Bisschen lang natürlich, aber besser zu lang als zu kurz, ne? Abisolieren und passend machen. Wenn ihr ein Haus renoviert, holt euch hier so einen Abisolierer. Ihr braucht das Ding so viel, das ist so gut. Ich habe damit schon, keine Ahnung, wie viel gemacht. Also ich habe das Ding schon seit einigen Jahren und es hat auch schon gut gelitten, aber es funktioniert. Es arbeitet, würde ich sagen. Aber arbeiten tut es auch, ja. Man hat ja hier immer diese Gummirosetten, die hier oben und unten raufkommen. Oder Manschette, Rosette, keine Ahnung, beides. Auf jeden Fall mache ich mit dem Schraubenzieher eine Rosette draus. Wie macht ihr das denn? Macht ihr es auch im Schraubenzieher oder benutzt ihr ein anderes Werkzeug? Ich habe auf jeden Fall noch keinen guten Weg gefunden, um es zu machen. Also es ist immer ein Akt und es wird niemals schön. So, jetzt stecke ich das schon mal durch, dass es schon mal bereit ist hier. Und dann gehe ich hier oben einfach schön in einem scharfen Winkel rein. Da brauche ich wahrscheinlich nicht mal eine Kabelschelle, eine vielleicht. Dann bereite ich mir jetzt hier alle meine Längen vor, die ich brauche, damit ich weiß, auf welcher Länge ich was abschneiden muss. Und dann kann ich mir die gleich auch alle abisolieren und dann direkt reinstecken hier. Und dann habe ich jetzt hier noch die 3 Kabel. Die gehen von der einen Steckdose zu der anderen Steckdose.
Die kann ich dann direkt hier daran wieder reinstecken und dann werden die einfach nur darüber geschleift. Also die werden jetzt einfach nur mal verlängert quasi. Diese Steckdose dient dann gleichzeitig noch als Lüsterklemme, um diese hier mit zu versorgen. So sieht das aus und das Ganze nehme ich jetzt einfach und stecke das hier mit dran. Braun zu braun natürlich, Erde zu Erde und blau zu blau. Easy, oder? Also das kriegt man noch hin. Dann kann ich das jetzt einfach hier neben draufstecken. Ich hätte die gar nicht so lang machen müssen. Habe ich jetzt halt, kriegt ja keine Deckel drauf und dann ist gut. Dann schraube ich nur noch fest und dann können wir fortfahren. Also normalerweise, wenn ich sowas irgendwo habe, dann mache ich das weg und ersetze durch die Vago-Klemmen. Aber ich habe jetzt hier keine Vago-Klemmen, wo 10 Kabel reinpassen. Deswegen habe ich das jetzt so gemacht, dass ich die hier lasse einfach und meine Kabel mit dazu klemme. So, und weil ich natürlich auf euch höre, mache ich das jetzt hier Ganze auch schnell stromlos. Ich habe meinen Strahler gerade aber oben bei meinem Kumpel, der da oben gerade Tapeten macht. Deswegen muss ich das jetzt hier schnell mit meinem Handy machen. Bin sofort wieder da mit Licht. Da sind wir wieder mit Licht und ist alles drin. Und ich kann jetzt den Deckel wieder zumachen. Und das war schon der umständlichste Teil. Der Vorgänger von diesem Controller hier, der konnte noch nicht motorisch auf und zu fahren. Also alles, was der machen konnte, war auf oder zu. Die hier, die können jetzt den Wärmebedarf eines Raums quasi erlesen mit dem Raumthermostat und dann einzelne Ventile auf und zu fahren. Also je nachdem, wie viel Wärme da rein muss, also wie viel Wasser da rein muss, so weit wird es dann aufgefahren. Also früher gab es auf und zu und bei dem hier gibt es jetzt zwischen auf und zu, keine Ahnung, 10, 15 Stufen oder so. Ich weiß nicht genau wie viele, aber so könnt ihr euch das vorstellen. Und dadurch kann man eben auch eine bestimmte Menge nur an Wasser dadurch schicken und nicht 100% oder 0%. Das Teil sieht relativ fancy aus. Also so sieht das Teil aus. Ich muss vielleicht noch ein bisschen dunkler machen. So könnt ihr es wahrscheinlich besser sehen. Und wenn man hier unten diese Klappe öffnet, okay, bei dem hier, ich habe das jetzt noch nie auf und zu gemacht. Wenn man die Klappe abzieht, dann seht ihr hier das ist wahrscheinlich nicht mal RJ45. Vielleicht ist es auch RJ45. Naja, auf jeden Fall habt ihr hier diese Slots und die alten Stellmotoren bei dem Vorgänger davon, die wurden geklemmt, also wie eine Lüsterklemme. Diese hier allerdings werden dann gesteckt. Und das macht die ganze Installation wesentlich einfacher. Und man hat nicht diese Fehlerquote von, habe ich das jetzt richtig angezogen oder nicht, habe ich dann Wackelkontakt oder nicht. Also das ist auch schon mal wesentlich angenehmer. Bevor wir jetzt hier irgendwie einen finalen Ort für diesen Controller festmachen können, müssen wir uns mal hier einen Stellmotor nehmen, um mal zu gucken, wie lang das Kabel ist. Die sind natürlich aller Umwelt auch alle schön einzeln verpackt, also wirklich eine Freude. Ich habe hier ein ganzes Paket voll nur mit diesen Dingern hier, das ist echt ein Witz. Dafür, dass das Ding so klein ist am Ende. Mir fehlt echt Ablagefläche hier, das ist echt zum Kotzen. So sieht das Ding aus. Das ist alles. Also so lang ist das Ding. Also wir müssen wirklich hier hin. Ich kann das Ding jetzt nicht hier oben irgendwo hin machen, weil mein Kabel da einfach zu kurz ist. Das heißt, ich muss das wirklich hier auf dieser Höhe irgendwo in Verlängerung von diesem Ding hin machen. Dann könnte man, wenn man wollte, später hier diesen Access Point von Homematic IP noch hier oben hin machen. Ich würde aber immer empfehlen, den auf die Etage zu stellen, wo man auch die Wandthermostate hat, einfach wegen Empfang. Bei uns im Haus zum Beispiel verlieren manche Wandthermostate immer total die Verbindung. Da muss ich die immer neu koppeln jeden Tag. Einfach nur, weil ich den Access Point auch im Keller stehen habe. Krass. Echt nur 2 Schrauben. Ist ja wohl ein Witz. Oh, man kann das Ding sogar hier, ihr seht das hier, auf so einer Schiene festmachen. Das ist hier und dafür sind die beiden unteren Dinger, dass man es einrasten kann. Und das ist für das Rack in einem Sicherungskasten. Beziehungsweise es gibt diese Racks gibt es natürlich auch für die Fußbodenheizungsteile. Kann man dann auch auf so eine Schiene auf die Wand machen und da drauf klicken. Zunächst wollen wir das Ding erstmal hier an die Wand bringen. Da schnappe ich mir jetzt hier das Teil und gucken mal, auf welcher Höhe die Schrauben sind. Ja, gehe ich so hier mit dem ersten Loch hin. Ein bisschen weiter, dass man hier nochmal zur Not dran kann. Ja, gehe ich hier mit dem ersten Loch hin. Da nehme ich mir jetzt wieder einen Laser, um eine gerade Linie zu machen. Bam, da ist eine Linie. Dann mal bohren. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich wieder die mitgelieferten Schrauben nehmen soll. Ich bin ja meistens gar kein Fan von mitgelieferten Schrauben. Die sind halt meistens einfach Schrott. Wir werden sehen. Naja, geht vielleicht. Okay, ich bin positiv überrascht von diesen Schrauben. Gucken, wie weit ich damit rein muss. Also das eine ist drin, das andere nicht, würde ich sagen. So, da haben wir es. Die Homematic-Geräte, die kommen alle hier mit so einem QR-Code. Ich zeige Ihnen jetzt natürlich nicht richtig, weil ihr den sonst scannen könnt. Einer ist dafür, dass man hier diesen Controller einmal anlernen kann in der App dann. Und die Stellmotoren haben keinen eigenen. Allerdings hat jedes Wandthermostat einen eigenen. Und dadurch kann man dann eben die zuordnen und kann genau die scannen einfach und weiß dann. Also der Stellmotor selbst sieht so aus. Das habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Der hat hier so eine Klemme drin und das ist dieser Ring, den macht man hier unten drauf. Also das hier ist ja quasi einfach nur so eine Kappe. Und diese Kappe, wenn man die zudreht, dreht man diesen Pin, der hier ist, rein. Und wenn der Pin aufgeht, dann läuft Wasser durch den
durch den Kreislauf. Klingt logisch, oder? So, diese Kappe, die fällt dann natürlich weg und wir schrauben dieses Gewinde hier unten drauf. Und wenn wir das gemacht haben, nehmen wir den Stellmotor und können den einfach nur so hier drauf klipsen. Ich sehe gerade, der rastet sogar so ein, also man könnte das dann sogar mit dem Stellmotor dran, könnte man das dann nochmal festziehen. Also der hat hier so Lamellen, der rastet da richtig ein. Aber den kann man so da drauf stecken und dann ist der fest. Das Kabel wird dann genommen und hier in den Slot eingeführt. Und ihr seht, das ist richtig eng, also es passt jetzt gerade so. Der kommt jetzt einfach hier rein, bam. Und dann, damit da kein Zug auf das Kabel kommt, ist dann hier diese Fuge quasi, wo man das Kabel reinsteckt. Das ist natürlich richtig angenehm, wenn man ein dickes Pflaster auf dem Finger hat. Das geht total gut. Aber ihr seht, jetzt ist es drin. Und das Ganze mache ich jetzt einfach mit allen Kabeln. Also 12 Mal. Es ist ja so, dass ich hier zweimal Wohnzimmer habe und hier noch einmal Wohnzimmer und in der Mitte sind zweimal Wintergarten. Das ist deswegen so, dass die beiden Wintergartenrohre, wenn ihr euch mal das Fußbodenheizungsvideo anguckt, die mussten in der Mitte des Wohnzimmers durchlaufen, weil sonst das Rohr für den Wintergarten viel zu lang geworden wäre. Deswegen habe ich das so gewählt. Jetzt gibt es zwei Optionen. Entweder man macht dann später einfach die drei zusammen in der App in einen Raum. Also das macht man so oder so. Aber ich möchte das jetzt natürlich auch so stecken, dass dann drei hintereinander folgen dann auch Wohnzimmer sind. Ansonsten würde ich jetzt hier zweimal Wohnzimmer, dann zweimal Wintergarten und wieder Wohnzimmer stecken. Aber das ist natürlich blöd für irgendeinen Mieter, der hier später drin wohnt und ist auch nicht nachvollziehbar. Deswegen habe ich jetzt hier einen freigelassen. Das ist dann der fürs Wohnzimmer, der dritte. Den stecke ich dann hier rein. Und dann macht es auch viel mehr Sinn so. So, das war der letzte. Das hier müssen wir natürlich noch ein bisschen bereinigen. Das ist ja gar nicht mal so schön. Aber die hier haben wir schon mal alle dran. Und ihr habt ja gesehen, hier sind meine Homatic IP Stellantriebe. Lächerlich, oder? Warum verschiebt man das so? Das sind nicht mal alle hier. Ich habe das Ding jetzt hier gerade schon mal angemacht. Und es ist jetzt schon einmal durchgefahren und initialisiert quasi. Ist eine ganz coole Sache. Also es funktioniert schon mal. Strom ist schon mal auf der Steckdose, aber es hat alles funktioniert soweit. Ich habe euch ja vorhin diesen Access Point gezeigt. Der Access Point, das ist aber kein Gerät, was man benutzen muss. Also man kann auch das Ganze ohne den Access Point nutzen. Also jedenfalls war das bei dem alten Controller so. Ob das bei dem hier so ist, werde ich jetzt rausfinden. Die Thermostate sehen das auf jeden Fall so vor. Das nennt sich auch, warte mal, das heißt Push-to-Pair ermöglicht einen Einsatz von Geräten auch ohne Access Point. Also das würde ich hier eigentlich gerne machen, weil wenn ich jetzt hier mit meinem WLAN, was ich hier gerade von mir selbst ausstrahle, das ist ja ein anderes WLAN als das, was der Mieter haben wird. Der wird natürlich sein eigenes WLAN haben. Und das ist dann natürlich kacke, wenn jetzt alles auf mich eingestellt ist und dann der Mieter kommt. Alter, sind die Dinger groß. Ach, wow, groß und super hässlich. Also die anderen sind echt schöner, die kleinen. Also das hier ist das Basic-Ding, das ist riesengroß. Die wir bei uns im Haus benutzt haben, sind die heißen Raumthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor. So, das hat der hier nicht. Der hier ist wesentlich größer. Das ist echt, wow. Da muss ich mir nochmal gucken, überlegen, wie ich die an der Wand festmache. Weil nämlich die anderen kann man auch richtig geil einfach mit den Schaltern einbauen. Also sie haben dieses genormte Maß von den Schaltern und dann kann man einfach die übereinander hinmachen. Das ist richtig behindert. Ja, es gibt halt immer Probleme. Ich hatte auch eigentlich die anderen bestellt und jetzt haben dann aber bei Tink habe ich das bestellt und die haben aber dann gesagt, nö, wir haben das Richtige geliefert. Aber es ist so ein Bullshit. Selbst im Lieferumfang steht drin, dass ich die anderen bekommen sollte. Aber sie haben mir die hier geschickt. Und weil ich halt keine Zeit mehr habe, um jetzt rumzuwarten und ich dieses Set wollte und Black Friday Deal jetzt, deswegen habe ich dann gesagt, komm, egal, ich nehme das. Okay, ich hätte vielleicht mal ein bisschen weiter hier reingucken sollen. Das mache ich jetzt gerade mal. Und da habe ich dann nämlich das hier gefunden. Und zwar handelt es sich dabei um die Wandmontageplatte. Also die schraubt man an die Wand und dann kann man damit einfach nur, das wird dann so drauf geklebt und dann haben wir dieses Ding hier da hängen. Ich habe mir jetzt nochmal gerade ein paar YouTube-Videos von Homatic IP angeguckt. Das Blöde bei Homatic IP ist, die erklären immer Sachen unendlich schlecht und niemals den Fall, den man gerade braucht. Wirklich niemals. Ich würde jetzt gerne einmal diesen Controller, dieses Thermostat hier mit dem Wohnzimmer verbinden, weil das ist das Umständlichste. Weil so wie ich schon gesagt habe, also wir haben jetzt hier 2 Stück, dann kommen die 3 Wohnzimmer, also 2 sind hier Toilette und Küche und dann kommt 3-mal Wohnzimmer. Und diese 3 Wohnzimmer würde ich jetzt gerne anlernen. Dazu machen wir erstmal hier unseren Heizkreis-Controller an und jetzt fährt er hoch. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Vielleicht ist das wieder zu hell, oder? Kann das sein? Naja, auf jeden Fall fährt er jetzt alle Stellmotoren einmal auf, komplett durch. Das kann man auch hören. Ihr wahrscheinlich nicht, aber ich halt schon. Das dauert ungefähr so 3-4 Minuten und dann können wir weitermachen. Hier seht ihr jetzt gerade, dass dieser hier aufgeht. Nach diesen beiden. Und da seht ihr eben, dass der als nächstes angeschlossen ist und dann erst die beiden kommen. Das heißt, jetzt als nächstes wird dieser hier aufgehen. Da, jetzt fährt er auf. Seht ihr? Dann kommt der und dann der Rest erst. Hier könnt ihr jetzt gerade sehen, wie die Heizkreise wieder zufahren.
also die Stellmotoren wieder zufahren. Beziehungsweise er analysiert jetzt nochmal alles. Die Abdeckkappe hier, die können wir hier unten eigentlich wieder drauf machen, weil wir müssen da gar nicht mehr dran jetzt. Wahrscheinlich wollte ich es gerade komplett aushängen, oder? Das war mein Plan. Okay, ich nehme das einfach wieder zurück. Ist wohl nicht so einfach. Doch. Hä? Also ich weiß nicht, wo es hängt. Ist jetzt drin? Hä? Also, ja, es ist ein super System. Also Daumen hoch. Also jetzt wirklich einmal alles durchgefahren, alles einmal aufgefahren, alles wieder zugefahren. Wir sehen jetzt hier oben ein Ausrufezeichen mit diesem Empfangssymbol, Signalsymbol oder so. Und das heißt halt, dass kein Thermostat gefunden wurde zu diesem Stellmotor. So, um diesen Stellmotor erstmal zu aktivieren, machen wir natürlich erstmal hier diese Frontscheibe ab. Scheibe vor allem, Plastik. Ziehen hier den Kopplungsding von der Batterie raus. Das müsste er ja schon angehen, ja genau. Geht auch schon an. So, der steht jetzt auf 20 Grad. 14,5 Grad habe ich tatsächlich hier drin. Das ist ja gar nicht so schlecht. Jetzt gehe ich hier auf meinen Channel, hier auf diesem Gerät und ich gucke auch hier. Also mein Nummer 3 ist auf jeden Fall Wohnzimmer. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Channel 1, 2, 3. Halte da jetzt für 4 Sekunden diesen Knopf gedrückt, bis er anfängt zu blinken. Orange. Blinkt er jetzt auch? Bin mir nicht sicher, ob ihr das sehen könnt. Das gleiche mache ich jetzt hier auch. Und dann blinkt beides sofort grün und es ist gekoppelt. Und jetzt ist auch sofort hier dieses Symbol weg. Also diese beiden sind jetzt schon gekoppelt. Hier ist das Symbol weg und der ist verbunden. Jetzt ist die Frage, funktioniert das auch, wenn ich jetzt noch einen damit verbinde? Also 4 und 5 sind ja auch noch die anderen beiden. Das heißt, ich gehe jetzt hier wieder auf meinen Channel und gehe da auf Nummer 4 und halte dann hier wieder 4 Sekunden gedrückt, bis es orange blinkt und halte dann auch hier wieder 4 Sekunden gedrückt. Ja Mann, es hat funktioniert. Also, man kann wirklich so, jetzt gehe ich hier natürlich auf meine Nummer 5, gehe ich auch nochmal, also Channel und mache hier wieder 4 Sekunden hier. Jetzt blinkt es wieder 4 Sekunden hier. So, nun haben wir tatsächlich alle 3, die zum Wohnzimmer gehören, haben wir jetzt hier mit diesem Thermostat gekoppelt und können jetzt das ganze Wohnzimmer mit diesem einen Thermostat hier bedienen. Genau, ich mache jetzt Feierabend, weil jetzt funktioniert das. Ich habe hier jetzt gerade mal ein bisschen Ordnung reingebracht und habe mal diese ganzen Kabel zusammengebunden. Das gefällt mir jetzt zwar immer noch nicht so richtig, aber es sind einfach viel zu viele Kabel. Und ja, was soll man machen? Also ich baue jetzt nicht einen Kasten hier drum, nur damit die Kabel weg sind. Aber es sind ja noch ein paar andere Sachen mit der Fußbodenheizung zu tun. Zum Beispiel eben dieser Schlammabscheider, der eingebaut werden muss. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Damit werde ich mich aber auch noch mal extern beschäftigen und mich dann auch noch mal dazu zu diesem Thema melden. Genau. Ich verbinde jetzt erstmal noch die ganzen anderen Thermostate und dann kann ich mit was anderem weitermachen. Ich habe jetzt alle Thermostate gekoppelt und beschriftet. Also hier könnt ihr jetzt sehen, da habe ich Bar drauf geschrieben da oben. Die werde ich jetzt alle in den Zimmern verteilen und dann werde ich jetzt das erste Mal die Heizung über Hometic IP laufen lassen und auch das kontrollieren. Ich habe ja hier diesen Regler, also es ist ja quasi schon so eine Mischanlage hier. Die ist aber sowieso total undicht, habe ich ja schon gesagt, aber die muss, wie gesagt, getauscht werden. Aber ich habe eben das so eingestellt, dass jetzt aktuell kein zu heißes Wasser durch die Leitung laufen kann. Also ich habe jetzt hier gerade ungefähr 38 Grad, die hier durch die Leitung laufen. Das kann ich natürlich minimal hochdrehen, das kann ich aber hier von Hand machen, also das macht jetzt nicht die Maschine. Das erstmal soweit dazu. Ich hoffe, ihr habt dazu jetzt keine Fragen mehr. Wenn ja, doch, dann schreibt ihr in die Kommentare. Aber im Endeffekt ist es schon alles immer machbar, aber ich helfe euch auch gerne weiter. Die ganzen leeren Kartons von den Stellmotoren und von den Thermostaten, die packe ich alle wieder in eine Box und trage die hoch auf den Dachboden, weil, keine Ahnung warum, weil, also mache ich halt einfach. Ja, also die von den Stellmotoren können man wegschmeißen, aber die von den Thermostaten ist gar nicht schlecht, weil da immer noch dieser QR-Code dabei ist, wenn man die dann doch mit dem Access Point verbinden will. Den Access Point, den bewahre ich auch erstmal auf, den installiere ich nicht. Das kann dann der Mieter entscheiden, ob er das sich smart machen möchte oder eben nicht. Hat halt den Vorteil, dass man das dann auch, wenn man im Urlaub ist und so, kontrollieren kann. Ich kann euch auch den Tipp geben, das hier alles immer zu beschriften, dass ihr auch genau wisst, wo was, wo, wie drin ist. Hat bei mir immer soweit gut funktioniert. So, da ihr jetzt wisst, wie man hier diese ganze Hometic IP-Sache installiert, man sieht dich überhaupt nicht, weil du auf der Schulter bist. Weil ihr jetzt wisst, wie das geht, könnt ihr euch das ja jetzt selbst zutrauen und auch selbst angehen. Ihr habt ja auf dem Thumbnail gesehen, dass es eigentlich darum geht, diese ganze Heizung smart zu machen. Und um es wirklich smart zu machen, das heißt mit dem Handy bedienbar, müsst ihr eben noch diesen Access Point einbinden. Wenn ihr dazu Fragen habt, kann ich euch das, wenn es soweit ist, auch nochmal zeigen, wie das geht. Aber erstmal habt ihr es jetzt so, dass ihr das eben frei benutzen könnt, einfach nur mit der Standalone-Version mit den Thermostaten. Da dieses Video auch das letzte Video für dieses Jahr wird, würde ich euch gerne ein frohes neues Jahr wünschen und natürlich auch erstmal ein frohes Fest. Und frohe Weihnachten. Wir haben schon wieder Besuch. Danke, dass ihr soweit die Videos immer geschaut habt und es auch wirklich supportet habt. Es macht wirklich Spaß, das so zu machen und ich hoffe, dass ihr auch wieder die Videos im nächsten Jahr viel schauen werdet und dann sehen wir uns im nächsten Video bei Joel Doing aus Alt, mach neu.
Ciao.